Die Studentin brach den Kontakt zu ihren Angehörigen ab, woraufhin diese Alarm schlugen. Sobald sich die Polizei an der Suche beteiligte, kam es zu Wendungen, wie man sie selbst in Krimis nicht findet. Als die Ermittler die Wahrheit herausfanden, wurde diese Geschichte zu einer der unheimlichsten und erschreckendsten in der Geschichte des Landes. Lauren Theresa Giddings wurde am 18. April 1984 im US-Bundesstaat Maryland geboren. Sie hatte liebevolle Eltern und 2 jüngere Schwestern, denen sie sehr nahe stand. Seit ihrer Kindheit war Lauren sehr religiös und wollte anderen Menschen helfen. Aus diesem Grund beschloss sie, Staatsanwältin zu werden, um diejenigen zu verteidigen, die sich keinen Anwalt leisten konnten. Das Mädchen schrieb sich an der Mercer University ein und zog in die Stadt Macon in Georgia. Dort studierte sie mit Auszeichnung und wurde sogar Präsidentin des studentischen Juristenclubs. Außerdem hatte sie die Möglichkeit, ein Praktikum in einer Anwaltskanzlei in Atlanta zu absolvieren, wo Lauren einen Mann namens David kennenlernte und sie eine Beziehung begannen. Nachdem sie nach Macon zurückgekehrt war, setzten sie ihre Fernbeziehung fort und planten zu heiraten, sobald Lauren die Universität abgeschlossen hatte. Im Sommer 2011, als sie 27 Jahre alt war, erhielt sie ihr Diplom, aber vor ihr lag noch die wichtigste Prüfung für den Erhalt der Anwaltslizenz. Lauren bereitete sich mehrere Wochen lang intensiv darauf vor und ließ sich nur durch die Hochzeit ihrer jüngeren Schwester in Maryland davon ablenken. Danach kehrte Lauren nach Georgia zurück, wo sie zusammen mit anderen Studenten eine Party zum Abschluss des Studienjahres besuchte. Dann teilte sie allen ihren Angehörigen mit, dass sie sich in den nächsten Tagen ganz auf die Vorbereitung auf die Prüfung konzentrieren wolle und bat darum, sie nicht zu stören. Seitdem hatte Lauren keinen Kontakt mehr zu irgendjemandem und zunächst dachten ihre Freunde und Verwandten, dass sie mit der Vorbereitung auf die Prüfung beschäftigt sei. Einige Tage später, am 29. Juni, begann ihre Schwester jedoch, sich Sorgen zu machen. Zu diesem Zeitpunkt war sie auf Hochzeitsreise und schickte Lauren regelmäßig Fotos von ihrer Reise. Aber Lauren öffnete diese Nachrichten nicht einmal. Das alles kam ihr ziemlich seltsam vor. Die Schwester wusste, dass Lauren sich auf ihre Prüfung vorbereitete. Aber die Tatsache, dass sie ihre Nachrichten mehrere Tage lang nicht gelesen hatte, erschien ihr verdächtig. Schließlich kontaktierte die Schwester eine ihrer Freundinnen und bat sie nachzuschauen, ob mit Lauren alles in Ordnung sei. Zuerst versuchte sie anzurufen, aber das Telefon der jungen Frau war ausgeschaltet. Dann beschloss sie, zu Laurens Haus zu fahren. Es war eine kleine Wohnanlage, die sich direkt gegenüber der Universität befand und in der ausschließlich Studenten wohnten. Die Freundin kam zusammen mit ihrem Freund dorthin, und als erstes sahen sie, dass Laurens Auto auf dem Parkplatz stand. Dennoch antwortete niemand auf das Klopfen an der Tür, und die Freundin öffnete sie mit einem Ersatzschlüssel. In der Wohnung herrschte Unordnung. Dafür gab es jedoch eine logische Erklärung. Lauren sollte am nächsten Tag zu David ziehen, deshalb lagen überall Taschen mit ihren Sachen und Koffer herum. Die junge Frau selbst war jedoch nicht zu Hause, aber ihre Handtasche, ihr Telefon und ihr Laptop lagen dort. Das alles sah ziemlich seltsam aus. Wo konnte Lauren sein, nachdem sie all ihre Sachen und ihr Auto zurückgelassen hatte? Ihre Freundin kontaktierte mehrere gemeinsame Bekannte, die sich sofort auf die Suche nach der jungen Frau machten. Sie durchsuchten das Universitätsgelände und die umliegenden Straßen. Aber Lauren war nirgends zu finden. Außerdem begannen sie, alle Freunde von Lauren anzurufen, aber niemand hatte seit mehreren Tagen Kontakt zu ihr gehabt. Als ihre Verwandten davon erfuhren, fuhren sie von Maryland nach Georgia. In der Zwischenzeit setzten ihre Freunde die Suche fort, aber ohne Erfolg, und am nächsten Morgen beschlossen sie, sich an die Polizei zu wenden. Die Beamten kamen zu dem Wohnkomplex und untersuchten die Wohnung, fanden jedoch keine Einbruchsspuren oder Anzeichen eines Kampfes. Dennoch waren sich die Polizisten einig, dass Laurens plötzliches Verschwinden verdächtig erschien und holten daher Kriminaltechniker hinzu, die begannen, Luminol im gesamten Wohnraum zu versprühen, um Blutspuren zu finden. Zunächst bemerkten sie nichts Verdächtiges, aber als die Kriminaltechniker das Badezimmer erreichten, zeigte Luminol, dass fast die gesamte Badewanne mit Blut bedeckt war. Auf dieser Grundlage vermuteten die Ermittler sofort, dass Lauren nicht mehr am Leben war. Anscheinend befanden sich mehrere Liter Blut im Badezimmer, und die Polizisten konzentrierten sich auf die Suche nach der Leiche. Während sie auf der Straße standen, bemerkte einer der Beamten einen unangenehmen Geruch. Er erkannte sofort, dass es sich um einen starken Verwesungsgeruch handelte und begann, die Umgebung nach der Quelle zu absuchen.
In der Nähe standen Müllcontainer, und als der Polizist näher kam, erkannte er sofort, dass der Geruch von dort kam. Als er einen der Container öffnete, sah er einen großen schwarzen Sack, in dem ein weiblicher Torso lag. Obwohl es aufgrund der fehlenden Kopfpartie nicht möglich war, die Identität der Verstorbenen anhand visueller Merkmale festzustellen, waren die Ermittler fast zu 100% sicher, dass es sich um Lauren handelte. Dennoch beschlossen sie sofort, vorsichtig vorzugehen und keine Informationen über den Fund der Überreste preiszugeben, um die Ermittlungen nicht zu gefährden. Es ist auch erwähnenswert, dass die Entdeckung der Leiche durch eine ganze Reihe von Zufällen ermöglicht wurde. Die Polizisten kamen nur wenige Minuten vor der Abholung der Müllcontainer durch den Müllwagen am Wohnkomplex an und parkten ihre Fahrzeuge so, dass die großen Maschinen einfach nicht dorthin fahren konnten. Wäre dieser Umstand nicht eingetreten, wären die Überreste bereits auf die Mülldeponie gebracht worden, und es ist gut möglich, dass sie dort niemand gefunden hätte. Während die Ermittler auf die Bestätigung der Identität der Verstorbenen warteten und über ihre nächsten Schritte nachdachten, erfuhren sie etwas Interessantes. Laurens Angehörige erzählten, dass sich die junge Frau ihnen gegenüber wiederholt über seltsame Vorkommnisse in ihrer Wohnung beschwert hatte. Sie hatte den Eindruck, dass jemand verschiedene Dinge umstellte, während sie nicht zu Hause war. Dabei gab es keine Einbruchsspuren und ihre Tür war immer verschlossen. Das ging ziemlich lange so, und Lauren begann sogar zu überlegen, ob sie vielleicht verrückt wurde. Außerdem hatte sie das Gefühl, dass sie jemand beobachtete. Aber sie sah nie jemanden. Die junge Frau kaufte sogar einen speziellen Schutz gegen Einbrecher, der die Tür von innen verriegelte, aber die seltsamen Vorfälle gingen weiter. Kurz vor ihrem Verschwinden beschwerte sie sich bei ihrem Freund darüber, aber er beruhigte sie und sagte, dass es sich höchstwahrscheinlich um irgendwelche Störenfriede handele, die nur herumalberten und keine Gefahr darstellten. Die Polizei überprüfte sofort David und fand heraus, dass er sich in den letzten Tagen in einem anderen Bundesstaat aufgehalten hatte und den Mord nicht hätte begehen können, weshalb er schnell von der Liste der Verdächtigen gestrichen wurde. In der Zwischenzeit versuchten Kriminaltechniker in Laurens Wohnung Fingerabdrücke oder andere Spuren zu finden. Es sah jedoch so aus, als hätte jemand dort sehr gründlich aufgeräumt und alle Oberflächen mit Reinigungsmittel abgewaschen. Daraufhin beschlossen sie, das gesamte Badezimmer zu entfernen und es ins Labor zu bringen, in der Hoffnung, dass die DNA-Analyse neue Spuren liefern würde. In der Zwischenzeit bestätigten medizinische Experten, dass der Torso zu Lauren gehörte, und der Fall wurde offiziell als Mord eingestuft. Sie stellten fest, dass der Mord etwa am 26. Juni stattfand, fast 3 Tage bevor Freunde und Verwandte begannen, nach Lauren zu suchen. Die Experten konnten jedoch weder die genaue Todesursache feststellen, noch Spuren von Misshandlung finden. Trotz der Versuche der Ermittler, Informationen über diesen Fall geheim zu halten, erregte all diese Aktivität die Aufmerksamkeit der Journalisten, die zum Wohnkomplex kamen, um Reportagen zu drehen. Sie hörten auch schnell Gerüchte, dass die Polizei eine Leiche gefunden hatte, obwohl diese noch niemandem davon berichtet hatte. Die Ermittler beschlossen, alle Nachbarn des Opfers zu befragen und ihre Wohnungen zu durchsuchen, für den Fall, dass einer von ihnen den Mord begangen hatte. Alle Bewohner des Komplexes, die Studenten derselben Universität waren, erlaubten den Polizisten sofort, ihre Wohnungen ohne Durchsuchungsbefehl zu untersuchen. Alle außer einem, dem 25-jährigen Stephen McDaniel. Er wohnte in der Nachbarwohnung und weigerte sich entschieden, die Beamten hereinzulassen. Er begründete dies damit, dass er als Jurastudent stets seine Privatsphäre schütze und nichts zu verbergen habe. Für die Ermittler war dies natürlich äußerst verdächtig. Sie begannen Stephen zu überprüfen und fanden heraus, dass er seit gestern an der Suche nach Lauren beteiligt war und an diesem Morgen auch Journalisten interviewt hatte. Er war ein Freund des Opfers und studierte mit ihr im selben Kurs. Darüber hinaus war Lauren Präsidentin des Studentenclubs der Juristen und Stephen Vizepräsident. Somit kannte der Mann das Opfer gut, weigerte sich aber aus irgendeinem Grund, die Polizei in seine Wohnung zu lassen. Gleichzeitig beteiligte er sich weiterhin aktiv an allem, was auf dem Gelände der Wohnanlage geschah. Er folgte den Polizisten, sprach mit anderen Bewohnern und gab sogar einem Fernsehsender ein Interview. Während des Gesprächs mit den Reportern erzählte Stephen, wie er zusammen mit Laurens Freunden ihre Wohnung betreten hatte und anschließend dabei half, die junge Frau in der gesamten Gegend zu suchen. Dabei sprach er von ihr in der Vergangenheitsform, obwohl zu diesem Zeitpunkt noch niemand von der Entdeckung der Leiche wusste. Dennoch erreichten die Gerüchte die Journalisten
und sie sagten ihm, dass die Polizei möglicherweise die Leiche in der Nähe der Müllcontainer gefunden habe. Der Mann verstummte sofort, und sein Gesichtsausdruck veränderte sich schlagartig. Die Journalistin sprach weiter mit ihm, aber Stephen antwortete nicht. Dann fragte sie ihn, ob alles in Ordnung sei, und der Mann sagte, er müsse sich hinsetzen. Danach beantwortete er weiter die Fragen und schien von der Nachricht über die Entdeckung der Leiche aufrichtig schockiert zu sein. Nachdem die Journalisten gegangen waren, saß er noch lange an derselben Stelle und starrte auf einen Punkt. Einige Stunden später erklärte Stephen den Polizisten plötzlich, dass er ihnen erlaube, seine Wohnung zu durchsuchen. Als erstes sahen die Ermittler dort Vorräte verschiedener Dinge. Der Mann hatte Lebensmittel, Energy-Drinks und Waffen gehortet, aber das Interessanteste stand den Ermittlern noch bevor. Sie fanden einen Generalschlüssel, der zu allen Türen im Wohnkomplex passte, sowie einen separaten Zweitschlüssel für Lawrence' Wohnung. Der Mann gab sofort zu, dass er mehrere Nachbarwohnungen betreten hatte, während die Bewohner nicht zu Hause waren, und sagte auch, dass er aus einer davon eine Packung Verhütungsmittel gestohlen hatte. Dabei fügte er aus irgendeinem Grund hinzu, dass er Jungfrau sei, erklärte aber nicht, warum er die Kondome gestohlen hatte. Die Ermittler beschlossen, die Tatsache auszunutzen, dass Stephen das Verbrechen gestanden hatte, und verhafteten ihn wegen Diebstahls, woraufhin sie ihn zur Vernehmung auf die Wache brachten. In der Zwischenzeit durchsuchten die Polizisten seine Wohnung weiter und fanden dort eine Verpackung einer Säge. Angesichts der Tatsache, dass der Täter die Gliedmaßen und den Kopf des Opfers abgetrennt hatte, erschien dieser Fund sehr verdächtig. Darüber hinaus fanden die Beamten 2 USB-Sticks, auf denen eine Vielzahl verbotener Materialien mit Minderjährigen gespeichert war, und in seinem Schrank befand sich ein Paar Damenunterwäsche. Bei der Untersuchung seines Computers stellten die Polizisten fest, dass Stephen regelmäßig die Seiten von Lauren in sozialen Netzwerken besucht hatte. Dabei hatte er sich auch brutale, perverse Inhalte für Erwachsene angesehen. Und laut dem Browserverlauf hatte er zur gleichen Zeit Fotos des Opfers geöffnet. Und das war noch nicht alles. Im Browserverlauf fanden die Polizisten auch Links zu einem Forum, in dem Stephen Geschichten über Morde und Folterungen von Frauen schrieb. Eine seiner letzten Suchanfragen betraf den Zeitplan der Müllabfuhr in ihrer Stadt. All diese Informationen überzeugten die Ermittler endgültig von seiner Beteiligung an dem Mord. Ihrer Meinung nach war er von Lauren besessen. Angesichts der Tatsache, dass er einen Schlüssel zu ihrer Wohnung hatte und die Frau sich darüber beschwert hatte, dass jemand in ihrer Abwesenheit Dinge bewegt hatte, hatten die Polizisten keinen Zweifel daran, dass er dafür verantwortlich war. Dennoch hatten sie immer noch keine Beweise, die den Mann mit diesem Verbrechen in Verbindung brachten. Während des Verhörs versuchten die Ermittler, ihn zu einem Geständnis zu bewegen. Stephen verhielt sich jedoch ausgesprochen seltsam. Mehrere Stunden lang beantwortete er ihre Fragen mit leiser Stimme und sagte nur, »Ja, nein« und »Ich weiß nicht«. Das machte die Ermittler ernsthaft wütend. Doch trotz ihrer Versuche, ihn zum Reden zu bringen, blieb er ruhig und gab ihnen weiterhin kurze, nichtssagende Antworten. Die Ermittler versuchten auch, ihn davon zu überzeugen, dass sie seine DNA am Tatort gefunden hätten und dass ihm nur noch ein Geständnis bliebe, um sein Schicksal zu mildern. Stephen, der eine Ausbildung zum Anwalt absolviert hatte, ließ sich jedoch nicht auf diesen Trick ein. Schließlich ließen die Ermittler ihn allein im Verhörraum zurück, und der Mann saß noch lange in derselben Haltung da und starrte regungslos auf einen Punkt. Nach dem Verhör baten sie ihn auch, sein T-Shirt auszuziehen, um seinen Körper auf frische Verletzungen zu untersuchen, und sahen dort mehrere Kratzer, die von Fingernägeln stammen könnten. Der Mann sagte, er wisse nicht, woher sie kämen, und dass er sich wahrscheinlich im Schlaf gekratzt habe. Die Polizisten verstanden, dass sie kein Geständnis von ihm erhalten würden und konzentrierten sich auf die Suche nach Beweisen. Sie begannen, jeden Zentimeter des Wohnkomplexes zu durchsuchen, und bald gelang ihnen ein Durchbruch. Im Raum für das technische Personal fanden sie eine Säge, die genau der Verpackung aus Stephens Wohnung entsprach. Die Untersuchung ergab, dass sie sorgfältig gereinigt worden war, aber die Experten fanden dennoch Partikel menschlicher Haut darauf, die dem Opfer gehörten. Dann verfolgten die Ermittler den Kauf der Säge bis zu einem bestimmten Geschäft zurück und erhielten die Aufzeichnungen der Überwachungskameras von diesem Tag. Darauf war zu sehen, dass sie von Stephen gekauft worden war. Die Polizei überprüfte auch den Arbeiter, der Zugang zum Technikraum hatte, und der Mann gab ihnen ein Alibi für den Tag von Lawrence' Mord. Somit blieb Stephen der einzige Mensch, der einen Schlüssel für alle Türen hatte, einschließlich dieser.
Danach begannen die Ermittler, die Persönlichkeit des Mannes genauer zu untersuchen und sprachen mit seinen Bekannten. Alle sagten aus, dass Stephen ein ziemlich verschlossener und seltsamer Mensch war, aber gleichzeitig sehr intelligent. Sie erzählten auch, dass er neuen Bekannten 2 Fragen stellte. Was würden sie im Falle einer Zombie-Apokalypse tun und wie würden sie den perfekten Mord begehen? Wegen dieses seltsamen Verhaltens hatte er praktisch keine Freunde und seine Kommilitonen hatten außerhalb der Universität keinen Kontakt zu ihm. Dabei merkten viele von ihnen an, dass Lauren die einzige war, die versuchte, eine freundschaftliche Beziehung zu ihm aufzubauen. Wie alle anderen fand auch sie sein Verhalten seltsam, versuchte aber dennoch ihm gegenüber freundlich zu sein. In den 3 Jahren, in denen sie Nachbarn waren, bat Stephen sie mehrmals um ein Date. Sie lehnte jedoch höflich ab. Abgesehen vom Studium verbrachte der Mann fast seine gesamte Freizeit zu Hause. Seine Fenster waren ständig mit Vorhängen verdeckt und er brachte nie Gäste mit nach Hause. In den folgenden Wochen nach der Verhaftung suchten die Polizisten weiter nach zusätzlichen Beweisen, aber das führte zu nichts. Außerdem versuchten sie, weitere Überreste des Opfers zu finden, aber auch hier hatten sie keinen Erfolg. Das Einzige, was die Ermittler erhielten, waren die Ergebnisse aus dem Labor, die zeigten, dass ein Paar Damenunterwäsche, das in Stephens Wohnung gefunden wurde, Lauren gehörte. Dennoch fanden die Polizisten bald einen weiteren Beweis, der selbst erfahrenen Ermittlern eine Gänsehaut bereitete. Auf einer der Speicherkarten, die in der Wohnung des Mannes gefunden wurden, entdeckten sie ein Video, das nur wenige Stunden vor Laurens Ermordung aufgenommen worden war. Stephen hatte einen langen Holzstock genommen, eine Kamera mit Klebeband an dessen Ende befestigt und ihn zum Fenster der jungen Frau hochgehalten, um dann Laurens Wohnung zu filmen. Diese Videoaufnahme überzeugte alle Beteiligten endgültig von Stephens Beteiligung an dem Mord. Einige Wochen nach seiner Verhaftung wurde der Mann angeklagt. Darüber hinaus wurde er in 30 Punkten wegen Besitzes von Material mit Minderjährigen angeklagt. Während der Vorbereitung auf den Prozess beteuerte der Mann seine Unschuld, während die Staatsanwaltschaft Pläne zur Erlangung der Todesstrafe ankündigte. Stephen engagierte einen Anwalt, der einer von Laurens Lehrern war. Er brachte die Theorie vor, dass die Polizei versuche, seinem Mandanten ein fremdes Verbrechen anzuhängen und dass sie all diese mit dem Fall in Verbindung stehenden Gegenstände in seine Wohnung geschmuggelt haben könnten. Darüber hinaus versuchte er, den Richter davon zu überzeugen, von der Todesstrafe abzusehen, da Lauren sich immer gegen diese Maßnahme ausgesprochen hatte. Der Richter schloss sich jedoch der Meinung des Staatsanwalts an. Die Vorbereitungen für den Prozess zogen sich über mehrere Jahre hin. Die Anklage war sich bewusst, dass Stephen mit den vorliegenden Beweisen alle Chancen hatte, einer Verurteilung zu entgehen, da für ein Todesurteil eindeutige Beweise für seine Beteiligung erforderlich waren, während die von der Polizei gesammelten Beweise eher indirekter Natur waren und der Anwalt des Mannes Zweifel bei den Geschworenen säen konnte. Aus diesem Grund beschloss man, Stephen einen Deal anzubieten, in dessen Rahmen die Anklage wegen Besitzes von Material mit Minderjährigen fallen gelassen und auf die Todesstrafe verzichtet werden sollte. Im Gegenzug musste der Mann sich schuldig bekennen und alle Details seiner Tat offenlegen. Im Jahr 2014, 3 Jahre nach Laurens Tod, nahm er diesen Deal an. Laut Stephen zog er sich gegen 4:30 Uhr morgens komplett schwarz an, einschließlich Maske und Handschuhe, und betrat dann mit einem Schlüssel die Wohnung des Opfers. Dabei gelang es ihm, die Einbruchssicherung zu überwinden, die die Tür von innen verriegelte. Dann ging er in Laurens Schlafzimmer und beobachtete sie eine Weile beim Schlafen. Irgendwann knarrte der Boden unter Stephen und sie wachte auf. Als sie den maskierten Mann sah, forderte sie ihn auf, ihre Wohnung zu verlassen. Stephen stürzte sich jedoch sofort auf sie. Der Mann begann Lauren zu würgen, während sie versuchte, sich von ihm zu befreien. Irgendwann gelang es ihr, ihm die Maske vom Gesicht zu reißen, und sie erkannte, dass es Stephen war. Sie flehte ihn an, aufzuhören, aber er hörte nicht auf sie. Das ging etwa 15 Minuten lang so weiter, bis Stephen sich davon überzeugt hatte, dass Lauren tot war. Er brachte ihre Leiche ins Badezimmer, wo er sie bis zum nächsten Tag liegen ließ. Am nächsten Abend kehrte er mit verschiedenen Werkzeugen, darunter einer Metallsäge, in ihre Wohnung zurück und zerteilte die Leiche innerhalb weniger Stunden in Stücke. Er packte die Überreste des Opfers in Plastiktüten und warf sie in verschiedene Müllcontainer in der Nähe der Universität. Den Torso beschloss er, in einen Container neben einem Wohnkomplex zu werfen, in der Hoffnung, dass die Müllabfuhr ihn bald abholen würde. Anschließend zerschnitt er sein T-Shirt, seine Handschuhe und seine Maske
und spülte sie in der Toilette herunter. Dabei erklärte Stephen, dass er nicht wisse, warum er Lauren getötet habe. Seinen Angaben zufolge sei er nach der Tat in einen Zustand der Verwirrung geraten und habe geglaubt, dass die junge Frau noch am Leben sei, weshalb er sich aktiv an der Suche beteiligt habe. Die Staatsanwaltschaft schenkte Stephens Darstellung seiner Motive jedoch keinen Glauben. Ihrer Version zufolge war der Mann von ihr besessen, was durch seine ständigen Besuche auf ihren Social-Media-Seiten sowie durch ein Video, das er durch das Fenster ihrer Wohnung aufgenommen hatte, belegt wurde. Außerdem hatte er aufgrund seiner Beiträge in Foren und seiner Geschichte des Konsums von hartem, perversem Inhalt Fantasien darüber, Frauen Schmerz und Leid zuzufügen. Angesichts der Tatsache, dass Lauren in wenigen Tagen aus diesem Wohnkomplex ausziehen sollte, könnte Stephen sich zum Mord entschlossen haben, da er wusste, dass er sie nie wieder sehen würde. In jedem Fall reichte das Geständnis des Mannes für eine Verurteilung aus, und er erhielt eine lebenslange Haftstrafe mit dem Recht auf vorzeitige Entlassung im Jahr 2041. 4 Jahre später legte Stephen Berufung ein. Diesmal vertrat er sich selbst. Nach Angaben des Mannes hatten die Polizisten von Beginn der Ermittlungen an wiederholt seine Rechte verletzt. Sie schrien ihn während des Verhörs an und ließen ihn ohne Erlaubnis nicht auf die Toilette. Stephen gab auch an, dass er aufgrund des ganzen Stresses einen Anfall erlitten habe. Die Ermittler jedoch weigerten sich, Ärzte zu ihm zu lassen, wenn er ihnen nicht erlaubte, seine Wohnung zu durchsuchen. Darüber hinaus warf er seinem ehemaligen Anwalt vor, seine Interessen schlecht vertreten zu haben. Dieser entgegnete, dass Stephen eine Gefängnisstrafe mit der Möglichkeit einer einmaligen Freilassung anstelle der Todesstrafe erhalten habe, was angesichts der begangenen Tat ein sehr guter Deal gewesen sei. Trotz alledem wurde Stephens Berufung abgelehnt. Im Jahr 2022 legte er erneut Berufung ein, scheiterte jedoch erneut. Es ist anzumerken, dass einige Verwandte des Mannes weiterhin der Meinung waren, dass er das Verbrechen nicht begangen hatte und von der Polizei hereingelegt worden war. Stephens Vater richtete sogar eine Seite ein, um Geld für einen Anwalt für seinen Sohn zu sammeln. Allerdings spendete niemand auch nur einen Cent und die Seite wurde schnell gesperrt. So verbüßt Stephen weiterhin seine Strafe. Er gibt jedoch weiterhin nicht auf, das Urteil anzufechten. Trotzdem sind sich viele Rechtsexperten einig, dass er auch nach 2044 nicht freikommen wird und den Rest seines Lebens hinter Gittern verbringen muss. Danke fürs Zuschauen und passen Sie auf sich auf.